Willkommen zu diesem Video zum Thema erster Supermarkteinkauf an der Côte d'Azur und wir haben uns das Ganze liefern lassen, nämlich vom Auchan Supermarkt. Warum, wieso? Ja, wir haben keinen Mietwagen, wir haben auch keinen Bock, diese erste Lieferung, also diesen ersten Einkauf, weil das ist ja viel, was man jetzt so im Airbnb am Anfang braucht, das alles zu schleppen und so. Und deswegen haben wir gedacht, wir testen das Ganze mal mit dieser Lieferung, wie gut das klappt und so. Und das werdet ihr jetzt mal in diesem Video sehen. Ich frage mich auch immer, werden die gute Produkte liefern? Also zum Beispiel so bei Äpfel, werden die knackige auswählen oder wählen die irgendwas, was da schon länger liegt? Das ist nämlich so ein Gedanke, den ich da immer habe, weil wenn ich selber im Supermarkt einkaufe, nehme ich mir dann immer die knackigste Gurke, die besten Früchte, das beste Obst. Und ihr werdet gleich sehen, ob das geklappt hat. Ich werde euch gleich auch im Einzelnen die Preise vorstellen. Ich finde ja immer so, dieser allererste Einkauf im Airbnb ist immer so der schwierigste, weil das einfach ganz viel ist, was man braucht. Man braucht auch nochmal vielleicht Seife, nochmal wirklich große Packung Klopapier, Küchenrolle, dann ja so ganz viele Basics auch nochmal. Ich meine, so ein Airbnb hat auch vieles, ne, sowas wie Salz, Öl, ne, sowas ist auch oft vertreten, auch vielleicht die ersten paar Klorollen. Aber man braucht ja doch einmal so eine bisschen Grundausstattung so an Nahrungsmitteln, ne? Vor allem auch Wasser zu trinken. Also ich trinke kein Kranwasser, deswegen, das braucht man erstmal am Anfang. Mietwagen machen wir nicht, ist hier zu teuer, ist zu aufwendig. Ich würde hier auch ungern auf den Straßen fahren. Also wer das kann, gerne, macht das. Ähm, genau. Und wir haben ja schon mal so ein paar Videos hier gepostet zum Thema Auchan Supermarkt. Einmal habe ich so einen kleinen Supermarkt-Durchlauf gemacht. Da sind wir so ein bisschen durchgegangen. Ich habe euch die Preise gezeigt, habe euch so ein paar Produkte gezeigt. Und einmal hatten wir noch so einen kleinen Wocheneinkauf. Das war so ein Wocheneinkauf zwischendurch. Da habe ich auch so ein paar Preise genannt und so ein paar Produkte vorgestellt. Und jetzt ist es halt wirklich so dieser erste große Einkauf. Und ich war am Anfang so echt gespannt. Klappt das mit der Lieferung? Wird das alles gut gehen? Wird es schwierig oder nicht? Und ja, es hat geklappt, tatsächlich. Und das Coole ist, wir machen das immer in der App. Also es gibt diese Auchan-App, da könnt ihr auch im Play Store einfach runterladen und da seht ihr alle Produkte. Dann packt ihr euch immer alles so Step by Step in den Warenkorb. Klar, ihr müsst dann sowas wie Toilettenpapier einfach mal bei Google Übersetzer einfach mal gucken, wie heißt das denn auf Französisch, dann eingeben und dann habt ihr das auch schon. Alles in den Warenkorb rein und dann seht ihr auch schon, wann ist denn der nächste freie Slot für die Lieferung. Und das ist halt meistens am selben Tag, würde ich nicht sagen, außer man hat sehr viel Glück, dass da gerade nicht so viel bestellt wurde. Ansonsten ist es dann halt am nächsten Tag, was auch nicht schlimm ist, weil das dann so morgens wäre. Warum wir im Auchan bestellen, ich habe euch schon mal gesagt, das ist ein richtig, richtig guter Supermarkt. Die Auswahl ist richtig groß. Die Preise finde ich mega im Vergleich zu Carrefour oder Monoprix oder so. Und deswegen, und auch die Qualität, also ich war echt begeistert schon so vor Ort von diesem Supermarkt. Und deswegen einfach mal liefern lassen. Es gibt auch dann die Auswahl, aus welchem Auchan ihr euch das liefern lassen wollt. Es gibt ja hier in der Gegend Antibes, ich glaube 2 oder 3 Auchans. Bin mir gerade nicht sicher, also 2 auf jeden Fall, das weiß ich. Eine in Juan-le-Pin, eine in Antibes. Und dann könnt ihr euch das auswählen. Und es gibt auch sowas wie Drive-In und Pick and Collect, nee, Click and Collect, ja, Pick, ihr wisst schon, abholen und so, ne? Das heißt, das wird dann alles vorbereitet in Tüten und dann könnt ihr euch das abholen. Und dieses Drive, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, das ist, dass ihr dann mit eurem Wagen vorfahrt und dann wird euch das in den Wagen gebracht. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall richtig cool, diese Services, vor allem, dass das auch so schnell geht, so direkt am nächsten Tag. Manchmal, wie gesagt, vielleicht auch am selben Tag. Ihr seht das immer in der App. Und ja, jetzt kommen die Preise der einzelnen Produkte. Viel Spaß! Ich zeige euch das hier nochmal ganz kurz in der App, wie ihr das macht. Nämlich hier oben seht ihr Livraison à domicile. Da klickt ihr drauf. Also ihr seht hier zum Beispiel, ach, schau mal, ist sogar heute möglich. Aujourd'hui 14 Uhr. Auch geil. Und dann könnt ihr aber auch hier Autre wählen. Autre drive ou livraison. Dann klickt ihr da drauf. Und dann seht ihr hier nämlich die Möglichkeiten. Livraison à domicile, Click and Collect, Drive. Und dann seht ihr auch, ab wie viel Uhr was möglich ist. Also richtig, richtig cool. Vor allem, ich bin gerade echt überrascht, dass um 14 Uhr schon was geliefert werden könnte. Mega. Vor allem, wenn man gerade erst ankommt im Urlaub und dann direkt Produkte benötigt und keine Lust hat, keine Kraft hat, irgendwie in den Supermarkt zu gehen und 1000 Taschen zu schleppen, finde ich das eine richtig geile Möglichkeit.
Wenn ihr hier seid, testet das mal aus. Wie gesagt, Preise finde ich mega. Das seht ihr gleich im Video. Und ja, ist auch überhaupt nicht kompliziert. Also Basic-Französischkenntnisse reichen völlig aus. Ich habe auch mittlerweile einen Auchan-Account, eine Carte de Fidélité, also eine Treuekarte für weitere Angebote. Finde ich cool, macht Spaß. So, wir haben hier einmal leckere Chèvre-Pizza. Bin gespannt, wie die schmeckt. Kostet 2,39 €. Mein absoluter Lieblingsfisch hier an der Côte d'Azur, der schmeckt richtig geil. Ich sag's euch, super zart, die Panade super knusprig und lecker. Also ich habe selten so einen leckeren Fisch gegessen. 4 Stück davon kosten 3,85 €. Finde ich voll okay, weil es sind auch echt große Stücke, muss ich sagen. Dann haben wir 1 Kilo McCain Pommes. Ich hoffe, die sind gut. Ich weiß nicht genau, ob die Sorte gut ist, aber ich denke mal schon. L'Original Tradition klingt gut. Die kosten 2,79 €. Geht voll in Ordnung. Dann diese leckere Putenwurst. Die kaufen wir immer, weil die wirklich wie so ein Braten schmeckt. Habe ich auch schon mal in einem anderen Video erzählt. Das sind zwar 4 Tranchen nur, aber ich meine, das teilt man sich dann so ein bisschen gourmetmäßig auf. Jeden Frühstück so eine Hälfte. Finde ich sehr lecker. Kostet 2,39 €. Finde ich jetzt okay, weil das ist wirklich sehr qualitativ hochwertiges Hühnchen, würde ich sagen. Dann haben wir hier so einen Auflauf. Gratin d'endive, also Endiviengratin. Das ist halt hier so ein Salat mit Schinken, Käse, Sahnesoße und hier oben noch Käse. Finde ich, sieht sehr lecker aus und ich kann mir vorstellen, dass das geschmacklich richtig geil ist. Ich glaube, man packt es in die Mikrowelle, werden wir dann noch sehen. Also reicht für eine Person, vermute ich mal, werden wir noch irgendwas dazu machen müssen. Richtig spannend, da bin ich mal gespannt, werde auch mal berichten, ob das lecker war. 3,97 €, nicht so günstig, aber wenn es geil schmeckt, finde ich es eigentlich voll okay für ein Gericht. Hier haben wir 2 Kiwis, richtig frisch noch. Ich glaube, eine Kiwi kostet so 95 Cent. Ja, kann man machen. Als nächstes haben wir Tagliatelle alla Carbonara. Reicht wahrscheinlich auch für eine Person, wobei das sieht ein bisschen größer aus als der Auflauf vorhin. Ich glaube auch ein Mikrowellengericht, genau. 3,45 €. Finde ich jetzt auch okay. Ich sag mal, für so ein Mittagessen 3,45 € ist auf jeden Fall günstiger als irgendwo im Restaurant zu essen. Dann haben wir hier eine richtig dicke Packung Leerdammer Original, 16 Scheibchen. Die war im Angebot 2,70 €, Leute. Echt heftig. Das hier ist ein typisches französisches Gericht, sage ich mal, beziehungsweise eher ein Snack. Croque Monsieur, das ist halt so, ja, wie so ein Toast mit Schinken, mit Käse und das packt man dann in den Ofen für eine gewisse Zeit und dann hat man so ein, ja, wie so ein Sandwich. Bin gespannt, wie das schmeckt, wollte ich auf jeden Fall schon länger mal probieren. Preislich liegt das Ganze bei 4,30 €. Das heißt, so ein Sandwich dann 1 €. Kann man mal probieren, kann man sich auch selber machen, ist vielleicht sogar günstiger, aber ich wollte es einfach mal testen. Das hier habe ich auch im Shop gesehen und wollte es unbedingt mal ausprobieren. Das sind so, ja, so Sticks aus Poulet, also aus Hühnchen. Bin gespannt, wie die sind. Würde ich jetzt einfach mal in den Ofen packen. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn das? Also ziemlich viele. Hat jetzt gekostet 2,79 €. Einfach mal so ein paar Hühnchensticks. Bin gespannt. Ein bisschen Butter fürs Frühstück kostet 1,55 €. Das sind jetzt, wie viel Gramm? 125. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Butter in Deutschland teurer ist oder nicht. Ist okay. Also vor allem, wenn man nicht so viel Butter isst. Dann haben wir Papier Cuisson. Das ist Backpapier. 1,11 €, 8 Meter. Toilettenpapier. Jeweils 6 Rollen, dreilagig. Reicht vollkommen aus, by the way. 2,40 € pro Packung, finde ich extremst günstig. Und das Papier ist gut, das hatten wir schon im letzten Urlaub. Das ist Shampoo, also da gab es sehr viele Sorten. Das ist richtig groß und ziemlich günstig, 1,54 €. Mal gucken, wie gut es ist. Klar, es gibt auch diese ganzen Garnier und diese ganzen Geschichten, aber ich finde es halt voll unnötig irgendwie. Aber ich bin gespannt, wie das hier ist. Irgendwas mit Vitaminkomplex. Richtig günstig, mehr braucht es auch nicht. 750 Milliliter Handseife kostet
1,52 €. Wird, glaube ich, fast für den ganzen Urlaub reichen. Dann haben wir hier noch ein Duschgel, was auch gleichzeitig wohl ein Shampoo ist. Aber ich mache das lieber immer getrennt, dann hat man da auch mehr von. Das kostet 1,24 €. 6 schöne große Pink Lady Äpfel, 3,49 €. Ganz normaler Preis, auch in Deutschland, würde ich sagen. Kleine bunte Cherry-Tomaten, 2,69 €. Sind auch viele drin. 3 Zucchinis, das ist, glaube ich, 1 Kilo. Kosten, wo habe ich sie? Courgette, habe ich doch gerade gesehen. Ah, da, 1,79 €. Finde ich einen guten Preis. Eine schöne, große, knackige Gurke, 1,39 €. 500 Gramm Kartoffeln, ich weiß nicht, für wie viele Gerichte die reichen. 1 €. Toastbrot, 1,59 €. Das waren mal 5 Bananen, 2 haben wir schon weggegessen, 95 Cent. Leckere Granola-Kekse für 1,99 €. 400 Gramm Nutella, 3,55 €. Kostet bei uns, glaube ich, genauso viel. Himbeermarmelade, 1,88 €, war im Angebot. Erdbeermarmelade, 1,10 €, war auch im Angebot. Dann haben wir noch 3 Küchenrollen, 1,63 €. Sonnenblumenöl, 1,83 €. 1,5 Liter Pepsi, 1,49 €. Dann unser Lieblingswasser. Ein 6er-Pack kostet 1,20 €. Wir haben 2 6er-Packs, also 2,40 € für 12 Flaschen. Finde ich völlig in Ordnung. Und was hat das Ganze gekostet? Ihr seht es oben, das untere war halt Click and Collect beim letzten Urlaub. 81,96 € hat jetzt dieser Einkauf hier gekostet. Eigentlich, glaube ich, irgendwie 71,72 €. Aber wir haben uns das ja liefern lassen und das hat nochmal 10 € Aufpreis gekostet. Aber ganz ehrlich, wenn man so viel bestellt bei der ersten Lieferung, dann ganz ehrlich, 10 € hin oder her, dann spart man sich diesen Aufwand mit dem Schleppen, kann schon mal seinen Koffer auspacken und so Sachen machen. Also finde ich es richtig chillig. Und ich glaube sogar, wenn man da nochmal genauer guckt, wenn man unter 100 € ist, kostet das 10 €, über 100 €, ich glaube 5 € und über 150 € 0 €. Irgendwie so um den Dreh. Das heißt, wenn ihr noch mehr kauft, hätten wir auch machen können, ne? Noch ein paar Sachen auf Vorrat, ne? Dann wäre es halt noch günstiger gewesen mit dieser Liefergebühr, ne? Oder wie gesagt, Click and Collect oder dieses Drive kann man auch machen. Ich glaube, das kostet halt gar nichts on top. Genau. Also sagen wir mal so 71 € für diese ganzen Produkte und dann nochmal ein Zehner ungefähr für die Lieferung, weil es unter 100 € ist. Finde ich völlig okay. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr so über diese Preise hier? Was denkt ihr generell wegen sich liefern lassen? Findet ihr auch, dass es halt weniger Stress ist? Oder sagt ihr, ah nee, ich fahre lieber selber, weil ihr auch gerne Autos fahrt in anderen Ländern? Lasst mir da gerne mal eure Meinung da und folgt mir auch sehr gerne für mehr Videos, Impressionen aus Frankreich. Ich mache vielleicht noch mal das ein oder andere Supermarktvideo. Ich habe ja schon, also das ist jetzt schon das dritte, meine ich, dritte oder vierte, nee, ich glaube dritte. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch.